Hi, vielleicht kennt ihr das. Ich fange ständig neue Hobbys an. Aber irgendwie ist Polymerton geblieben. Und jetzt bin ich an einem Punkt, der mich total überrascht. Ich möchte meine Sachen zum ersten Mal auf einem echten Flohmarkt verkaufen. Anfangs war Polymerton einfach eine Idee, wie ich meinem Freund eine Freude machen konnte. Aber dann hat er sich zum perfekten Ausgleich zur Uni entwickelt. Und jetzt stecke ich plötzlich in der logistischen Vorbereitung für meinen ersten Markt. Ich weiß gar nicht genau, wie ich hier gelandet bin. Aber anscheinend mache ich das jetzt. Als erstes muss ich mir überlegen, was genau ich überhaupt mitnehmen möchte. Und da ich mich erst einmal an das Verkaufsthema ranwagen möchte, wollte ich nicht komplett übertreiben und sofort 100 Teile produzieren. Einen von meinen Schlüsselanhängern habt ihr vielleicht schon in einem anderen Video von mir gesehen. Nämlich dieses Mini-Croissant. Schlüsselbunde sind nicht unbedingt die Alltagsgegenstände, die wir besonders pfleglich behandeln. Die werden gerne mal in irgendeine Ecke gepfeffert, einfach in die Tasche geworfen und wenn man dann viele Kleinteile hat, die irgendwie abbrechen können, ist das natürlich sehr ungünstig. Deshalb ist es auch für meinen zweiten Schlüsselanhänger, den ich verkaufen möchte, wichtig, dass er nicht zu kleinteilig ist und keine Teile hat, die leicht abbrechen können. Ich habe auch schon eine Idee. Ob die was taugt, werden wir später sehen. Zuerst einmal werde ich sie aufzeichnen. Meine Idee sieht folgendermaßen aus. Ein Doppeldeckerkeks gefüllt mit Erdbeeren und Sahne mit einem eingestempelten Buchstaben obendrauf. Ich dachte mir, dass gerade der eingestempelte Buchstabe ein nettes Gimmick ist, denn so fühlt sich der Anhänger direkt personalisiert an, ohne dass ich ihn vor Ort personalisieren muss. Ich habe mir vorgenommen, so viele Buchstaben wie möglich abzudecken, aber das ganze Alphabet werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Als nächstes kam der Teil, vor dem ich mich ein bisschen gedrückt habe. Preise. Denn Preise für etwas festzulegen, was man als Hobby macht, fühlt sich irgendwie komisch an. Ein Teil von mir denkt sich, wer bezahlt dafür Geld? Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, wie viel Arbeit am Ende tatsächlich in so einem kleinen Anhänger steckt. Und ich bin selbst genau die Person, die auf Märkten kleine Handmade-Sachen kauft. Ehrlich gesagt bin ich schon glücklich, wenn ich am Ende einfach meine Standkosten wieder drinnen habe. Also versuche ich gerade irgendwie herauszufinden, was ein fairer Preis ist. Don't you know that I got you? Quit it up with this nonsense. They don't know about a thing. 잠깐씩 오가도 내 어깨 빌려줄게. 네 속도에 맞출게. Baby, let's go for a ride. 쓸데없는 생각은 뒤로 한 채. Boy, don't you know it's true. We're gonna go with you all night. Baby, 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 생각해.
Hi, zum ersten Mal heute. Tut mir leid, dass es hier so dunkel ist. Draußen ist es grau und regnerisch, aber dafür kann ich nichts. Wofür ich allerdings etwas kann, ist mein Croissant-Fail von eben. Ich glaube, das konntet ihr nicht so gut sehen, weil die Kamera ein bisschen weiter weg stand. Aber als ich sie geformt habe, habe ich festgestellt, dass der Polymerton total brüchig war. Und das liegt daran, dass ich eine andere Polymerton-Marke benutze als sonst. Das hier ist Scoopy Primo. Das habe ich gemacht, weil mir die Farbe sehr gut gefällt. Und ich finde, das hat schon eine gute Base-Teigfarbe. Zudem ist Scoopy Primo auch deutlich fester, was mir in diesem Fall sehr gelegen kommt, denn wenn ich die ganzen kleinen Teile von A nach B transportiere, dann passiert mir das oft, dass sie sich irgendwie verformen, weil sie so weich sind, dass die kleinste Berührung sie eben verformt. Das Problem ist allerdings bei Polymerton, dass man ihn conditionen muss. Das heißt, man muss ihn kneten, damit er weich wird, damit er eben nicht brüchig ist. Scoopy Primo, wie sich jetzt herausstellt, wirklich in meinen Augen sehr schwer zu conditionen. Aber das sollte jetzt kein Problem sein, denn ich habe mir überlegt, ich werde einfach ein bisschen Fimo-Soft in mein Scoopy Primo reinmischen. Dadurch verändert sich ein bisschen die Farbe, aber das ist nicht schlimm. Ich werde, glaube ich, gelb und vielleicht ein bisschen weiß benutzen. Dann hat es immer noch eine teigige Farbe und ist ein bisschen weicher. Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain. Can't be nothing, 'cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, read it out to your mind. Und bevor ich es vergesse, ich bringe meine Croissants noch schnell in den Kühlschrank, dann werden sie nämlich wieder schön fest und verformen sich nicht, wenn ich meine Ösen anbringe. Girl, you got me lost in your eyes. I got you when you're falling. Just know that I won't be here for long. Thinking of you all day. Yeah, running round in my head, all or nothing. 'Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, read it out to your mind. Let me tell you now, I got a crush, crush, crush on you. I want you more than just for a night. I'm just saying, you deserve it. I need you, baby, let me stay by your side. Come and show me. Hi, ich wollte mich mal zwischenmelden. Kleiner Disclaimer, ja, ich weiß, dass mir ein Ohrring fehlt. Mir ist hinten der Verschluss irgendwie abhanden gekommen. Es ist so ein kleiner transparenter Noppen und der ist mir auf den Boden gefallen. Und ich kann ihn einfach nicht mehr finden. Also ich habe schon geguckt, ich lag auf dem Boden, so. Okay, das habe ich nicht gut nachgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und dann hatte ich die Wahl, trage ich keine Ohrringe oder trage ich nur einen? Und wofür ich mich entschieden habe, könnt ihr sehen. Außerdem, ich wurde zu einer Zwangspause gezwungen, denn mein Speicher war voll. Ich habe in der Zwischenzeit einen Großteil meiner Croissants schon angepinselt. Den Rest haben wir eben gemeinsam fertig gemacht. Die sind jetzt auch im Backofen. Ansonsten gibt es heute nicht mehr viel zu tun. Wir werden nach draußen gehen und die Croissants mit dem Klarlack besprühen und ein Puderzucker-Topping verleihen. Die Zwangspause war übrigens auch noch für etwas anderes gut, denn in der Zwischenzeit ist das Wetter wieder besser geworden, was mir sehr entgegenkommt. Denn wenn ich draußen bin und mit dem Klarlack sprühe, dann wäre Regen eher ungünstig. Dementsprechend alles so, wie es sein soll. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Angst. Ich musste ein paar Mal irgendwie mit der Rolltechnik rumprobieren und auch mit den Seiten einklappen oder nicht einklappen. Aber ich glaube, im Endeffekt sehen sie ziemlich gut aus, zumal sie ja auch handgemacht sind. Sie können zumindest bei mir nicht perfekt aussehen. Und ja, genau. Wie gesagt, das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist Klarlack sprühen. Safety first. Ich war früher besessen davon, meine Fingernägel mit Gel-Lack zu lackieren. So viel zum Thema, ich fange gerne neue Hobbys an. Und dann bin ich ungeduldig geworden und habe sie nicht mehr richtig aushärten lassen, wodurch ich eine Acrylallergie entwickelt habe. Deshalb muss ich extra vorsichtig sein und
trage das alles. Außerdem ist es so oder so nicht gut, diesen Acryl-Glanzlack einzuatmen. Deshalb, falls ihr irgendwann mal damit arbeitet, kauft euch eine Maske. Parking garages and highways and driveways and hands skating cross center consoles. It'll be okay. I'm taking the shirt off, hide in the back. I'm taking the shirt off, hide in the back. I'm taking the shirt off, hide in the back. I'm taking the shirt off, hide in the back. I'm taking the shirt off, hide in the back. I'm taking the shirt off, I'm taking the shirt off. Ich weiß, ich sage es in diesem Video total oft, aber es ist so. Ich freue mich total, denn es ist endlich soweit, dass ich meinen Tisch herrichten kann. Das machen wir, denn man weiß ja, wenn man über so einen Markt läuft, da sind ganz viele verschiedene Stände und ich glaube, dass der erste Eindruck irgendwie zählt und wenn der schön hergerichtet ist und man vielleicht auch spürt, diese Person hat sich da Gedanken gemacht, dann bleibt man da vielleicht auch eher stehen. Deshalb werde ich jetzt diesen Tisch, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, diesen Tisch hierher schieben, werde ihn dann so herrichten, wie ich glaube, dass es schön aussieht. Beginne da jetzt erstmal damit, dass ich diesen schwer aussehenden Tisch hier rüber schiebe. Ich war vor einiger Zeit eine Freundin von mir besuchen und da waren wir gemeinsam im Second-Hand-Shop. Da habe ich diese Tischdecke hier gefunden. Ich fand die irgendwie süß und super freundlich. Ich glaube, wenn man über so einen Markt läuft und die Sonne scheint und es ist tolles Wetter, man ist gut gelaunt und man sieht so eine gelbe Tischdecke, da denkt man sich, ja Mann, da will ich jetzt hin und gucken, was diese Person anbietet. Ich mag Gelb einfach gerne und deshalb hat diese Tischdecke super gepasst. Die werde ich jetzt über den Tisch drüber werfen. Okay, also wenn ich dann tatsächlich auf diesen Markt gehe, werde ich die auch noch bügeln, wobei ich gar kein Bügeleisen habe. Ist das peinlich? Sollte man eigentlich ein Bügeleisen zu Hause haben? Wahrscheinlich schon. Ich bin Studentin. Ich wohne in einem Einzimmer-Apartment. Ich habe keinen Platz für ein Bügeleisen. Naja, jedenfalls, ihr seht, sie steht, sie liegt. Ja, weiter geht's. Ich habe mein Preisschild ausgedruckt und so sieht es aus. Ich glaube, man kann alles ziemlich gut lesen, abgesehen von Handgemacht mit Liebe. Und so können wir das natürlich nicht lassen, denn Handgemacht mit Liebe ist eine essentielle Info. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es gut ist, solche Sachen auszudrucken und sich in Real Life anzuschauen, weil das doch nochmal ein bisschen anders wirkt als auf dem Bildschirm. Prinzipiell bin ich aber zufrieden. Wie gesagt, man könnte vielleicht noch so Kleinigkeiten verbessern, wie dass die Preise ein bisschen weiter mittig stehen. Mir war es einfach wichtig, ein Preisschild zu haben, weil ich das nur mal von mir selbst kenne, dass wenn ich auf einem Markt bin und ich einen Stand sehe, wo mir etwas gefällt, ich das manchmal ein bisschen unangenehm finde, wenn ich dann frage, wie viel es kostet und ich merke, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu teuer, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und ich danach dann diese Interaktion habe mit, okay, vielen Dank. Ciao. Das wollte ich den Leuten ersparen, deshalb hier ein Preisschild, man weiß direkt von Anfang an. An diesem Stand gibt es Anhänger, und zwar einen Keksanhänger und einen Croissant-Anhänger. Der eine kostet 7 € und der andere kostet 5 €. Ich möchte mein Preisschild natürlich auch präsentieren und habe mir dafür einen Bilderrahmen geholt. Da würde ich mein Preisschild jetzt einfach reinmachen. Tada! Was sagt ihr? Macht das was her? Wir haben die Tischdecke, wir haben das Preisschild. Jetzt fehlt natürlich noch die Ware. Und dafür hole ich jetzt erstmal meinen Warenständer, den netterweise mein Freund und dessen Vater für mich gebaut haben. Ja, genau, ich hole den jetzt einfach mal. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, hat sie nicht gerade gesagt, dass ihr Freund und dessen Vater das selbst gemacht haben? Und ja, ich weiß, das sieht super professional aus, aber das haben sie tatsächlich selbst gemacht, sogar diese Einkerbungen hier. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass ich an der Seite ein Metallstück habe und an dieses Metallstück kann ich Magneten hängen, wenn ich denn welche gemacht habe. Aber ansonsten funktioniert das folgendermaßen. Ich habe hier 3 Löcher und 3 Metallstangen. Da steckt man die dann so rein und hieran hänge ich dann meine Anhänger. Mir fällt auch gerade auf, dass ich an meine Croissants noch überhaupt gar keine Schlüsselanhänger rangemacht habe. Das machen wir gleich noch. So könnte das potenziell dann aussehen. Wie gesagt, mir ist gerade aufgefallen, dass ich an meine Croissants noch keine Anhänger dran gemacht habe. Aber zuallererst Spaßgetränkzeit. Ich hätte gerne einen Kaffee.
Mein Warenständer ist aufgebaut und voll. Ich finde, das sieht ganz süß aus und konnte auch schon fast alle meine Croissants anbringen. 3 konnte ich leider nicht anbringen, denn mir sind irgendwie die Anhänger ausgegangen. Aber ja, das ist mein fertiger Stand. Ich denke, wenn ich auf den Markt gehe, wird mein Tisch deutlich kleiner sein, weil der ist schon ziemlich groß. Und wenn der dann ein bisschen kleiner ist, dann habe ich auch nicht so viel Dead Space. Ich könnte noch eine Efeutute mitbringen, dann habe ich auch gleich noch ein bisschen Grünzeug. Das finde ich auch mal sehr ansprechend, denn ich denke mal, dass ich auf dem Markt nicht so einen schönen Hintergrund haben werde wie hier. Als ich gerade hier so meine Croissants aufgereiht habe, ist mir aufgefallen, dass ich mir einen Kindheitstraum erfülle. Ich wollte nämlich als Kind immer so einen süßen Einkaufsladen haben. Jetzt, wo ich hier stehe, wird mir klar, dass das mein Einkaufsladen ist. Und ich verkaufe sogar auch Miniaturessen. Also ich freue mich total. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Jetzt sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu machen und natürlich noch, nicht zu vergessen, meine anderen Schlüsselanhänger. Aber das passiert wann anders. So oder so. Wie immer, ihr wisst, was ich jetzt sage. Hatte ich eine ganz wunderbare Zeit mit euch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr Interesse daran habt, was bei mir so geht. Ich habe auch Interesse daran, was bei euch so geht. Also falls ihr irgendwas habt, was ihr mitteilen wollt, lasst es mich wissen. Und mehr gibt es heute nicht zu sagen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.